Hallo und herzlich willkommen zu Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Dieses Spiel bietet eine automatische Speicherfunktion. Beenden Sie nicht das Spiel und schalten Sie Ihr PlayStation-System nicht aus, solange das Speichersymbol angezeigt wird. Ich gebe mein Bestes. Crimes and Punishment. Neues Spiel. In Gedanken an die himmlischen 100 der Ukraine. Aha. Der schwarze Peter. Das Deduktionssymbol zeigt an, dass dass die Gegenüber Hinweise gefunden haben, um einen Verdächtigen zu überführen. Der schwarze Peter. Der schwarze Peter. Holmes! Muss man erstmal rausfinden, wie man sich hier bewegt, oder? Okay, eine interessante Steuerung. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Sie sind völlig von Sinn. Hören Sie auf. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time?
They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. So, der schwarze Peter ist ermordet worden. Den Fall gibt es zu lösen. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Öffnen Sie mit Viereck Notizbuch und erhalten Sie einen Überblick über den Stand der Ermittlungen, Aufgaben, Beweise und so weiter. Aufgaben. Untersuchen Sie den Mord an Peter Carey. Sehen Sie sich den Tatort in Woodman's Lee an. Suchen Sie einen Anzug aus Ihrem Kleiderschrank aus und treffen Sie dann Lestrade in Woodman's Lee. Also ich schätze mal, es geht von unten nach oben. Geht ja nicht im Schlafanzug los. Der schwarze Peter. Inspektor Lestrade stattet der Baker Street einen Besuch ab. Dabei erzählt er Holmes von einem grotesken Mord, dem ein ehemaliger Kapitän, Schwarzer Peter, genannt, zum Opfer gefallen ist. So. Das ist die Karte hier. Beweise. Profil des Opfers. Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter. Geboren 1845 und damit 50 Jahre alt. Er war ein erfolgreicher Walfänger in skandinavischen Gewässern. Setzte sich 1884 zur Ruhe und zog einige Jahre später nach Woodman's Lee. Na, viele haben wir ja noch nicht. Also auf die Suche. Teleskop. Kann man ja. Uiuiui, das sind ja Aussichten. Kann man das nicht bewegen? Nee. Wo guckt er denn hin? Ja. Geschmäcker sind ja verschieden. Ne? My analysis table. It is useful for my work. Analysiertisch. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Chaos. Ich habe auf Vasen geschossen. Blind. Versteht sie. Ich habe einige davon sogar getroffen. So. Schminktisch. Kann sich also auch verkleiden. Brille. Bart. Natürlich, ein Gentleman ist blank rasiert. Zum Kleiderschrank. Seemann. Aufgeknüpft. Freizeitanzug. Dunkler Anzug. Brauner Anzug. Grüner Anzug. Blauer, heller. Bandit. Bauernkleider. Mensch, hier gibt es ja jede Menge. Sagt man jetzt als Seemann hingehen? Weil ein Seemann ermordet ist? Ja, alles klar. Sie haben Schminkoptionen oder Kleidungsstücke ausgewählt, die im Moment nicht zur Verfügung stehen. Daher wird Ihre Auswahl zurückgesetzt. Lösen Sie diesen Fall, um weitere Verkleidungsmöglichkeiten freizuschalten. Okay. Jetzt hat er sich selbst angezogen. Na gut. Schade. Konnte jetzt sich nicht verkleiden. Holmes, der Verkleidungskünstler. Die Steuerung ist ein bisschen holprig, aber gut. Geht schon. My archive. I can always consult with it if needed. Mein Archiv. My archive. This is where I keep my post. Hier bewahre ich meine Post auf, ja. Was gibt es hier? Ein Bett mit einer Schreibmaschine. Schläft hier Watson oder die Haushälterin? Oder er selbst?
Er selbst hatte ja da hinten einen Kleiderschrank. Woodman's Lee. Auf. Oh. Dann brechen wir mal auf. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Aha, da sind sie. Soll straight nach Woodstock fahren. Woodsley fahren, abgeschlossen. Konzentrieren Sie sich darauf, Details aufzuspüren, die andere Personen entgehen können. Okay. Bodenstein. Schuhabdrücke. These footprints appear to be quite large. Ein Hinweis. Im feuchten Gartenboden von Woodman's Lee habe ich nicht identifizierte Schuhabdrücke gefunden. Sie stammen womöglich vom Täter. Vielleicht kann ich ja ein paar Stiefel finden, die zu den Abdrücken passen. Aber das haben Sie scheinbar auch schon gesehen. Was haben wir hier? It seems that the garden was well maintained. Der Garten ist gut gepflegt. Also ein ordentlicher Mensch. So, darf man schon hier rein? Mr. Holmes? Ja, Mr. Holmes? ja, der bin ich. Wie er lebt und lebt. It seems that the garden was well maintained. Richtig schön strukturiert. Schöner Garten. Oh, ein bisschen Schnäppchen. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Irgendetwas Ungewöhnliches? Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Also, er hat viel getrunken. Abends des Mordes? Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Wann wurde die Leiche gefunden? Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Hatte er Besucher? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. Gibt es einen Gärtner? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. So, er hat das selbst gemacht.
Ja, man kann die Frau hier begutachten. Kameh. Heißt das so? Der Anhänger. Was haben wir hier noch Schönes? Aha. Katholischer Rosenkranz. Was haben wir hier? Haubenmeise. Gartenhandschuhe. Nistkasten. Charakteranalyse abgeschlossen. Es wird alles einfacher. Es wird alles einfacher werden. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Wie können Sie über Polymit Bescheid wissen? Profil des Opfers, gepflegter Garten, Pilgerfahrt, unbekannte Abdrücke. Beweise durchgehen. Profil des Opfers. Wählen Sie die richtige Antwort aus. Oh, was? You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Profil des Opfers, gepflegter Garten. Beweise durchgehen. Judith Carey führt aufgrund ihrer unglücklichen Ehe mit Peter kein angenehmes Leben. Sie ist eine hochreligiöse katholische Frau, die in jungen Jahren eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg unternommen hat. Aha, eine Pilgerin. Der Garten sieht sehr gepflegt aus. Hier muss ein fähiger Gärtner arbeiten. Im feuchten Gartenboden von... Gut, das habe ich ja alles durch. Was ist da ganz rechts? Nach das Profil von der Judith Carey. Pilgerfahrt. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Mensch, bin ich gut. Bei der zweiten Antwort. Okay. Okay. Kann man mit der Guten noch was besprechen? Who could do such a thing? My poor husband. Mein armer Mann. Nachher stellt sich raus, sie war es selber. Mr. Holmes? Ja, wie er leibt und lebt. Kann man hier nirgendwo reingehen? Hier hinten, hinter der Hütte. Welche Geheimnisse? Wahrscheinlich zu komplex. Ich denke, es ist schon zu komplex hier. Viel einfacher. It seems that the garden was well maintained. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Besondere Wert, nichts anzufassen. Ja, wunderbar. Das The ist door is vorbildlich. locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Jemand hat sich am Schloss zu schaffen gemacht. Kratzer.
Das sind Kratzer. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Vielleicht hat er kein richtiges Werkzeug. Ja, das kann sein. Dann sehen wir uns mal um. Oh, der Gute ist ja noch aufgeknöpft. Ja. What a terrible way to die. Das war auf jeden Fall ein Mord. Er steckt sich ja wohl nicht selber so ein Speer in die Brust. Kleiner Alkoholvorrat. Old Navigationsinstrument. navigation instruments, nothing interesting. Peter Carey. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The Gegenstandsinteresse. Fragezeichen. Was haben wir hier? Stoßzähne? Pottwaldzähne. tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Sehr interessant. Verdächtige leere Stelle. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. Ja. Scheinbar entwendet. Karte. Dundee. Dundee. Hammerfest. Hammerfest. It's a whaling map. Eine Walfängerkarte. Harpoons for hunting whales. Ja, und eine steckt in ihm. Okay, dann schauen wir mal weiter. Kommen dem Opfer näher. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Den Tisch. Was haben wir hier? Tabakbeutel. PC. Peter Carey. Ne? Drehte den Gegenstand in eine beliebige Richtung, um ihn sorgfältig zu untersuchen und dabei neue Details zu entdecken. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Was haben wir drinnen? Tabak. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Ein Bild. Wie soll das denn funktionieren? Hä? Hab ich jetzt... Okay. Das ist ja sehr interessant. Okay, ich kann nur die Pfeife hier bewegen und diesen Tabaklöffel.
Hoch, runter geht nicht. Nur links, rechts. So. Warte. Aha. Wo ist die Pfeife? Wo ist die Pfeife? Da war Platz? Nein. Wie ist die Pfeife? Pfeife. Was soll die da stehen? Warte mal. Mit dem Boot, glaube ich, ist das nicht so richtig. So. Und die Pfeife. So könnte man das auch sehen. Tada! Kommen wir der Sache näher. Ja! This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Da muss man aber erstmal drauf kommen hier. So zu drehen, hier sind 2 Gläser. Someone drank from this glass recently. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. So, dann untersuchen wir mal die Leiche. Durchbohrte The Brust. weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Blutlage. Oh, was haben wir hier? Ein Notizbuch. Und das ist fast sauber. Was sind das für Initialen? JHN are probably the initials of the owner of this notebook. Kann man das aufmachen? The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Öffnen. These abbreviations mean something, but what? Okay, und dann haben wir hier auch noch ein Messer. Matrosenmesser. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Ein kleiner Messer gegen die Harpune bringt ja wohl schlecht was, ne? This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Er kannte seinen Mörder, okay.
Na dann. Was hat das jetzt mit diesem Dreieck auf sich? Wenn Sie zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen. Was? So schnell konnte ich gar nicht lesen. Zwei Hinweise miteinander in Verbindung. Einbruchsversuch. Kein Gärtner. Notizbuch. Kein Gärtner. Judith Carey hat ausgesagt, dass ihr Mann sich selbst um den Garten gekümmert habe. Das klingt allerdings nicht sehr glaubwürdig. Womöglich verheimlicht sie etwas. Aufgespießt an der Wand. Aufgespießt an der Wand. Peter Carey wurde mit einer Harpune in die Brust getroffen und an der Wand aufgespießt, wie ein Schmetterling. Einbruchsversuche. Den Kratzern am Schloss von Carreys Hütte nach zu urteilen, hat man mehrfach versucht, die Tür der Hütte aufzubrechen. Notizbuch. Ein Notizbuch mit den Initialen JHN auf dem Deckel. Es befinden sich auch Blutspuren auf dem Deckel, die darauf hinweisen, dass das Notizbuch nach der Tat in die Blutlache gefallen ist. Kein Gärtner? Einbruchsversuch? Nee. Notizbuch. Nichts von dem, okay. Notizbuch und Einbruchsversuch. Was haben wir hier jetzt? Auf der Lauer legen. Nee, auf die Lauer legen. Heute gilt es, sich auf die Lauer zu legen, um zu sehen, ob der Einbrecher einen weiteren Versuch wagen wird. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Versteck zum Auflauern finden. Erfragen. Ein Tabakbeutel aus Robenleder, der auf dem Tisch in Peter Carreys Hütte lag. Die Initialen PC wurden grob eingebrannt. Das Werk eines Seemanns. Stiefel. Peter Carreys Stiefel. Sie scheinen Schuhgröße 8 zu sein. Okay, dann wollen wir mal erfragen. Mr. Holmes? Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky, And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha. So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Tja, Gentlemen, laden Sie Ihre Pistolen. Untersuchen. Die Schuhe. Oh, sie sind kleiner. These boots don't match the footprints. Tada! Neue Erkenntnisse. So, und dann soll ich noch wegen der fehlenden Kiste erfragen und wegen dem Tabak. Da weiß die Dame doch bestimmt mehr. Hat Peter geraucht? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. But he hadn't smoked in a very long time. Okay. Peters private Unterlagen. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Ja, Thank und you, madam. diese Kiste fehlt. Was sagt uns das? Who could do such a thing?
poor husband. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Habe ich hier noch etwas übersehen? Nochmal schauen. Sieht nicht so aus, ne? Mr. Holmes? This looks like the perfect hiding place. Aha, wir legen uns auf die Lauer. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey. But we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Scotland Yard. Verdächtigen verhören. John Hopley Nelligans persönliche Gegenstände untersuchen. Das sind alles erledigte Sachen. Okay. Untersuchen Sie den Mord an Peter Carey. Verhören Sie auf der Polizeiwache den Verdächtigen John Hopley Nelligan. Ah nee, das ist aktuell auch so. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Mr. Holmes? Ich sehe, der lässt mich nicht durch. Da kann ich nicht rein. These are the suspect's belongings. Persönliche Gegenstände des Verdächtigen. Aha, The das ist gut. notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something. But what? Ein Ring.
from R. Dawson. R. Dawson, to my friend and partner. And partner, 1883. A handkerchief with the initials J.H.N. Aha. Taschenmesser. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. These abbreviations mean something, but what? Gegenstand benötigt, okay. From R. Dawson. To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Wo geht der Fehler? Ist hier der Verhörer? Leichenkammer wohl eher. Locked. Abgeschlossen. Heb's dann. So, wo ist der Verdächtige? Da hinten liegt einer. Mr. Holmes? Über das Notizbuch. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Matrosenmesser. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Aha. Den Goldring. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Ring mit Gravur. Scharfes Messer. Profil des Opfers. Tabakbeutel. Unbekannte Abdrücke. Ring mit Gravur. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Was haben wir denn da? Schäbige Mütze. Klicken. Teurer Stoff. Feine Knöpfe. Mhm. Oh, was ist das denn hier? Blasen an den Finger. Und Narben. Dünner Hals. Irgendwas habe ich wohl übersehen gerade. Warte mal. Narben war das letzte, das heißt kurze Ärmel. Wem gehört der Ring? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Jacke des Vaters. Gepflegter Garten. Profil des Opfers. Jacke des Vaters.
No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. No, noch mehr Beweise. Einbruchsversuch. Nelligans Notizbuch. Notizbuch holen. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Das stimmt. Haben wir noch irgendwas Passendes? Fehlende Blechkiste, kein Gärtner. Peter Carey raucht nicht. Schnell gehandelt. Aufgespießt an der Wand. Kein Gärtner und Peter Carey raucht nicht? Nee. Fehlende Blechkiste. Passt alles nicht. Versuch. Das passt alles nicht. Gibt's da nicht. Okay. Mal gucken. These are the suspect's belongings. These abbreviations mean something. Der Ring ist weg. Dann fahren wir mal zurück zur Baker Street. Aufgespießt an der Wand. Schnell gehandelt. Okay. Experiment durchführen. Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an einer Wand aufspießt. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Watson wird sicherlich begeistert sein. Richtig spannend. This is where I keep my post. Nach Dawson 1883 suchen. Institut britischer Architekten, Britisches Museum für antike Kunst, der Westminster Palast, das alte Erneut, das Werk von Edward, Stadtökonomik, die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs, Landökonomik, globale Ökonomie, Landökonomik. That is not the one I need. Technik, Nikolaus Tesla, Bargeldtransporte. Der Schreibmaschine gehört die Zukunft, warum nicht Dynamit? Griechische Geschichte, napoleonische Geschichte.
Warte mal. Vielleicht gucke ich hier ganz falsch. Wenn Sie diesen Abschnitt verlassen, wird Ihr Fortschritt nicht gespeichert. Trotzdem beenden. Pflanzenhormone. That is not the one I need. Nikotina, Tabako. Misthetika-Fragment. That is not... That... Warte mal. Ich glaube, ich muss bei den Zeitungen suchen. Status für erste elektrische Eisenbahn. Das Konkursgesetz. That is not the one I need. Fenian wegen Mordes verurteilt. Dawson und Nelligan pleite. Hier. Dawson und Nelligan. Investmentfonds pleite. Nelligan verschwunden. Der Dawson und Nelligan Investmentfonds, eine regionale Bank mit Sitz in Cornwall, hat nach schweren Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet und wird infolgedessen kürzer aufgelöst. Es handelt sich dabei um die 23. größte Bank in England und der Konkurs ist der zweitgrößte der Geschichte. Die Auflösung des Unternehmens ist für viele Familien in Cornwall eine Tragödie. Joshua Nelligan, einer der Vorsitzenden, ist seit dem Bekanntwerden der Neuigkeiten spurlos verschwunden. Zuletzt wurde er dabei gesehen, wie er an Bord seiner Yacht ging und eine Fahrt nach Norwegen vorbereitete. Nelligan wird sowohl von der Polizei als auch von seinem Kreditgeber versucht. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. So. Mit Watson das nachspielen? A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Ja, na wunderbar. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. So. Dann wollen wir mal aufbrechen. Whitechapel Metzger. Ah ne. Woodman's Lee. Braucht noch eine Harpune, ne? Herleitung öffnen. Was haben wir hier Schönes? Experiment durchführen. Wir müssen herausfinden, ja, genau. Da wollte ich jetzt hin. Oder hätte ich die Harpune gar nicht holen brauchen? Hat er vielleicht schon eine? Na, wenigstens haben sie die Leiche weggenommen. That should do it. Dies hier Now dürfte I am passen. ready for Jetzt the bin ich experiment. bereit für das Experiment. So, ab zur Metzgerei.
Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Boah. Holmes, Boah. you should try to aim better and throw. So kräftig werfen, wie sie noch können. Das gibt's doch nicht. Das fliegt da so schnell vorbei. Jetzt aber. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Die ganzen Kadaver bezahlen. So, was haben wir denn noch? Peter Carey raucht nicht. Nötige Kräfte. Ja. Aufspießen an der Wand. Große Kraft. Es bedarf einer viel größeren Kraft als die einer durchschnittlichen Person, um die Brust eines Mannes zu durchstoßen und ihn an der Wand aufzuspießen. Höchstwahrscheinlich ist auch Training erforderlich. 2 Personen könnten zusammen dasselbe Ergebnis erzielen. Glückswurf. Es besteht die geringe Möglichkeit, dass es einer untrainierten und durchschnittlichen kräftigen Person gelingen könnte, Peter Carey mit einer Harpune an der Wand aufzuspießen. So, eine Möglichkeit aus 2. Ab nach Scotland Yard. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Dann sehen wir im nächsten Video weiter, wie es weitergeht und ob wir den Fall gelöst kriegen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich recht herzlich. Ciao, tschüss, euer Nightkid. Also schaltet auch morgen wieder ein, wenn ihr nichts verpassen wollt.